Vor ein paar Tagen habe ich mir ein Dekotablett gekauft und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich meins dekorieren werde. Mein Dekotablett hat jetzt in etwa eine Länge von ca. 40 cm und die Breite beträgt in etwa 13 cm. Ich bin auch am Überlegen, ob ich diese Hyazinthen hier mit einarbeiten werde, aber auf jeden Fall werden die Narzissen zum Einsatz kommen und auch dieses Bund Tulpen hier. Ich fange jetzt mal als erstes mit den Tulpen an. Die werden in meinem Fall auch relativ kurz geschnitten werden, weil die sollen in diesem Glas platziert werden. Wie gesagt, die werden in meinem Fall auch relativ kurz geschnitten. Plant allerdings bei den Tulpen auch immer mit ein, dass die auch noch mal gut in die Höhe wachsen. Da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr abschneiden bei den Tulpen. Und jetzt entferne ich die ganzen Blätter bei den Tulpen, außer so ganz, ganz kleine Blätter hier im oberen Bereich, wobei hier ist jetzt gar kein kleines Blatt mehr dran. Und die habe ich mir jetzt aus Versehen auch noch abgebrochen. Ja, sowas kann dann auch mal vorkommen. Also dann nehme ich halt die ganzen überschüssigen Blätter hier einfach mal vorsichtiger ab. Die kleine Tulpe, die mir jetzt hier kaputt gebrochen ist, die werde ich dann nachher in so einem separaten kleinen Glas platzieren. Kann halt mal passieren. Aber somit seht ihr ja auch, Tulpen können gut und gerne auch mal abbrechen, wenn man die Blätter abzupft. Bleibt auch wieder jedem selbst überlassen, ob er die gleichmäßig schneiden möchte. Ich mag das immer lieber, wenn die Tulpen so verschiedene Höhen haben. Zumindest jetzt in diesem Fall so ein bisschen. Ich kriege schon wieder irgendwie mal eine kleine Sprachstörung, aber es könnte hier an der Kälte in der Werkstatt liegen. Hier hatte ich noch eine, die war aber so in der Verpackung drin. Die habe ich jetzt mal nicht ausnahmsweise abgebrochen. Zack. Mal her. Ja, jetzt ist ja nur diese eine kleine Babytulpe hier übrig geblieben. Könnte man jetzt hier noch ein bisschen mit reinstopfen. Ja, und dann sei noch erwähnt, Tulpen mögen das auch nicht, wenn die zu tief im Wasser drin stehen. Damit habe ich jetzt gute Erfahrungen gemacht, wenn die halt nur, sagen wir mal, bis hierhin mit Wasser bedeckt sind, die Stiele. So, okidoki. Der ist mir irgendwie doch noch zu lang. Zack. Hätte ich nicht gedacht, dass da fast das ganze Bund reingeht. Beziehungsweise das ganze Bund wäre ja sogar da drin gelandet, wenn hier Pinky nicht aus Versehen eine abgebrochen hätte. So, die platziere ich jetzt hier mal auf meinem Tablett. Und dann habe ich hier ein Glas mit einer Kerze. Das kann man ja jetzt hier auch schon mal hinstellen. Dieses Glas hatte ich irgendwann mal selber so erstellt. Das hatte ich seinerzeit mit Serviettenkleber eingepinselt und dann habe ich auf diesen Serviettenkleber diesen Glitzersand einfach drauf gestreut. Da sollen jetzt gleich die Hyazinthen hinein. Dann haben wir hier noch einen Dekoapfel, den könnte man jetzt zum Beispiel hier platzieren. Und diese Dekovögel, die hatten auch mal ein eigenes Video. Habe ich auch gedacht, die könnte man hier auf dem Tablett mit einarbeiten. Aber die können jetzt erstmal beiseite. Das sind noch Zweige von einem Rotdorn. Stammt noch aus dem letzten Projekt. Aber ich glaube, ich räume hier mal eben die Tulpenreste weg. So, das kann jetzt mal eben so ein bisschen beiseite. Das sind hier Narzissen. Kommen jetzt mal aus ihrem Topf hinaus. Die sollen dann in dieses Glas hier mit hinein. Werden natürlich jetzt nicht alle Narzissen hineinpassen. Die übrig bleiben, die setze ich gleich einfach wieder in den Topf hinein. Mal eben gucken, 2 kriegen wir da auf jeden Fall rein. Ja, die kommen jetzt erstmal hier hinein. So, schütteln wir mal hier ein bisschen Blumenerde ab. Das hier können wir jetzt auch aufheben. So, kommt der mal da rein. Na, kommt schon. Ja, kriegen wir noch eine? Nee, das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Kommt hier jetzt ein bisschen Erde noch mit hinein, die ich hier auf meinem Tisch liegen habe. Damit ja nichts verschwendet. Ja, komm, nehmen wir hier auch noch ein bisschen Blumenerde raus bei den anderen. Die Narzissen, die erhalten bei mir dann auch einmal die Woche so ein bisschen Wasser. In dem Fall jetzt wirklich nur ein bisschen, sonst sage ich ja auch oft, ich sag mal wie so ein Schnapspinchen voll. Das wäre aber jetzt für dieses kleine Glas definitiv zu viel. Ich würde sogar schon eher sagen, die Hälfte von so einem Schnapspinchen voll. So, müssen wir das Glas hier einmal sauber machen. Hier ein bisschen reinstopfen. Schade, dass ich kein etwas größeres Glas hatte. Die können jetzt auch irgendwo erstmal hin. Jetzt könnte man natürlich noch die kleine Tulpe hier einfach mal... Ach, warum nicht? Mache ich vielleicht gleich. Das müssen wir gleich einmal sauber machen. Zack. Ach, hier mal eben den ganzen Dreck runter. So, die Hyazinthen. Ja, komm, kommst hier schon mal drauf. Kommen jetzt auch aus dem Topf hinaus. Da werden vielleicht nur 2 von eingearbeitet werden. Bei den Hyazinthen, da werden jetzt auch sehr viele, Wurzeln abbrechen, wenn ich die jetzt auseinanderfremel. Das können die aber ab. Ist überhaupt nicht schlimm. Nehmen wir gleich 2 oder 3.
Ich weiß noch nicht, ob die dritte auch zum Einsatz kommt. Mal gucken. Schucke mir das jetzt hier mal alles ordentlich ab, die Erde. Könnt ihr auch ruhig hier so mit den Händen dann abfriemeln. Wie gesagt, die können das wirklich ab, wenn da keine Wurzeln mehr so wirklich dran sind. Man kann ja auch Hyazinthen in Wachs machen, hat aber den Nachteil, die kann man nachher, wenn die verblüht sind, nicht mehr in den Garten auspflanzen. Oder man müsste das Wachs irgendwie wieder abfriemeln. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust dran, sowas zu machen, weil ich pflanze die dann grundsätzlich immer in den Garten aus, wenn sie halt verblüht sind. Das gleiche gilt auch für die Narzissen. Eigentlich hätte ich auch sofort sagen können, ihr könnt die Wurzeln ruhig abfriemeln. Ach komm, die hier auch noch. Ich habe jetzt hier etwas Plattenmoos liegen und darin werden die Hyazinthen jetzt eingewickelt werden. Ist im Prinzip wie so ein kleines Kokedama. So, ich zupfe das hier mal eben zurecht. Wenn das Plattenmoos jetzt bei euch an der Hyazinthe überhaupt nicht halten sollte, dann könnt ihr das auch ruhig mit ein bisschen Bindedraht umwickeln. Werde ich jetzt auch machen. Ich habe mich jetzt bewusst für diesen, ja, sagen wir mal, pinkigen Bindedraht entschieden. Wie gesagt, wickel mir da jetzt ein bisschen Bindedraht drumherum. Nur so ganz locker flockig, ne? Das muss jetzt hier nicht Gott weiß wie stramm drumherum sein. Gehe hier auch einmal unten drunter entlang, damit das Moos nicht permanent hier irgendwie, ja, verrutscht, ne? Das mache ich jetzt mit allen 3 Hyazinthen so. Dann gucke ich, wo ist denn hier der Anfang vom Draht. Ich habe mir jetzt schon fast wieder verloren. Wo ist die alte Drahtschere? Wo habe ich die alte Drahtschere denn jetzt hingelegt? Ja, die ist irgendwie gerade verschollen. Nehmen wir jetzt eine alte Schere. Schneide diesen Bindedraht jetzt ab und verfriemel den einfach mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Ich finde, das sieht auch immer ganz schön aus, wenn man mal so einen farbigen Draht verwendet. Wer jetzt den Draht nicht sehen möchte, der nimmt einfach so einen dunklen Draht. Aber das muss da wirklich nur so ganz locker drumherum. Ne? Das müsst ihr jetzt hier nicht irgendwie Gott weiß wie stramm machen. Hat auch den Vorteil mit dem Moos, man hätte jetzt auch was anderes zum Umwickeln nehmen können für die Hyazinthe. Hat aber letzten Endes den Vorteil, man kann die von dem Tablett dann einfach mal runternehmen, ein bisschen in Wasser tunken, damit sie halt auch mal, ja, Feuchtigkeit erhalten, damit sie auch gescheit wachsen können, die Hyazinthen. Ich habe auch schon Projekte ausprobiert, wo ich die dann nur so irgendwo eingearbeitet habe. Nee, das war bei den hängenden Hyazinthen. Musste ich dann aber andauernd auch mit Wasser besprühen, damit die halt Feuchtigkeit aufnehmen können, die Pflanzen. Jetzt werde ich auf meinem Tablett dieses Streumaterial verteilen, aber ich glaube, den Apfel nehme ich jetzt doch lieber mal hinunter. Den kann man besser gleich auf diesem Streumaterial platzieren. So, jetzt machen wir mal reichlich was drauf und auf diesem Streumaterial kommen dann einfach die Hyazinthen drauf. Aber ich glaube, das wird nachher ganz cool aussehen und die Hyazinthen platziere ich wirklich nur auf diesem Streumaterial. Die werden jetzt nicht irgendwie noch eingearbeitet werden. Jetzt muss ich mich nur mal eben entscheiden, wo ich welche Hyazinthe gerne hinhaben möchte. Ja, ich muss natürlich hier auch die Kerze einplanen, ne? Nicht, dass das nachher an die Hyazinthen da irgendwie drankommt. So gefällt es mir jetzt gerade noch nicht. Vielleicht den Apfel dann doch lieber dahin, dich dann dahin. Mal eben gucken, wie das jetzt von dieser Perspektive aussehen würde. Ja, mal schauen mit diesen kleinen Dekovögeln. Ich glaube, ja, ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich das Streumaterial doch wieder hinunter mache und dann lieber das Ganze mit Plattenmoos abdecke. Ich bin jetzt selber noch nicht so zu 100% von diesem Streumaterial überzeugt. Oder mal hier noch ein bisschen Moos einfach oben drauf. Ist so ein bisschen farblos, ne? Ja, Kratz, Kratz ist bestimmt für euch jetzt auch ein ganz tolles Geräusch. Ja, den Plattenmoos ist das vielleicht doch ein bisschen besser noch von der Farbe. Ja, irgendwie fehlte da gerade noch was. Nö, so lassen wir das. So finde ich es auch irgendwie besser, wenn da noch ein bisschen Moos mehr zum Einsatz kommt. Diese abgebrochene Tulpe werde ich jetzt einfach mal hier unten hinzulegen. Bleibt mal abzuwarten, wie die in ein paar Tagen aussehen wird, aber dann kann ich sie ja immer noch entsorgen. Ja, und das ist jetzt kein Zweig von einem Eukalyptus, sondern von einem Olivenbaum. Ich werde jetzt hier im unteren Bereich mal die Blättchen entfernen, damit die da im Wasser nicht anfangen zu verfaulen. Ich glaube, der muss aber noch ein bisschen eingekürzt werden. Mal gucken. Ja, ein bisschen kürzer kann er noch. Dann ist da auch noch mal ein bisschen mehr Farbe mit drin. Macht sich da auch ganz gut. Den könnte man jetzt hier auch noch irgendwie dazulegen. Nö, so
Doch, ist doch ganz niedlich mit diesem Eukalyptus. Olivenbaumzweig. So, jetzt habe ich sie aber wirklich, ne? Ja, und dann bin ich jetzt auch soweit fertig mit meiner Deko für mein Tablett. Das kommt dann bei mir gleich in die Küche. Bin mal gespannt, was mein Partner da nachher sagen wird. Und was ich euch noch zu den Hyazinthen sagen wollte, hätte ich jetzt schon fast vergessen zu erzählen. Es gibt Menschen, die können diesen Duft der Hyazinthen nicht gut vertragen, weil die halt sehr intensiv riechen. Mein Vater zum Beispiel, der bekommt von diesem Duft dann allen Ernstes Kopfschmerzen. Insofern kann meine Mutter überhaupt keine Hyazinthen mehr in der Wohnung platzieren. Ich würde dann alternativ zum Beispiel Narzissen verwenden, Krokusse, was haben wir noch? Tulpen, ne, die riechen auch nicht so stark wie die Hyazinthen. Solltet ihr mal drauf achten, wenn eure Hyazinthen am Blühen sind und ihr bekommt total starke Kopfschmerzen, dann kann das wirklich an den Hyazinthen liegen. Aber toi toi toi, bisher habe ich kein Problem damit. Aber sieht doch ganz cool aus. Ich streue mir jetzt noch ein bisschen was von meinem Streumaterial auf meinen Moos, aber dann bin ich auch definitiv fertig mit der Dekoration meines Tabletts. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Das benötigte Material für das Projekt trage ich auch wie üblich in die Videobeschreibung ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!